Kameras, die quasi im Dunkeln sehen können. 4K-Videos mit 60 FPS aufnehmen und Zeitlupenaufnahmen, die mit 240 FPS kinoreif aussehen. Mittlerweile nimmt nahezu jedes Handy 4K-Videos auf, YouTuber kaufen sich 8K Red Cameras und Kamerahersteller übertreffen sich jedes Jahr mit neuen Funktionen, Features und Pixelzahlen. Das alles ist nichts Neues mehr. Dabei vergisst man aber relativ schnell, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Kameras noch auf analogen Bildträgern fotografiert haben. Um die Jahrtausendwende und vor allem in der Privatnutzung wurden diese analogen Kameras dann von ihren digitalen Brüdern abgelöst. Ich habe hier eine Canon 400D, Baujahr 2006. Das heißt, diese Kamera ist 12 Jahre alt. Die Frage, die sich mir dabei gestellt hat, ist, ob und wenn wie diese Kamera in der heutigen Welt noch mithalten kann. Um dies herauszufinden, habe ich die Kamera an die Grenzen des Menschenmöglichen gebracht. Nein, okay, habe ich nicht. Kann ich gar nicht, denn diese Kamera gehört mir überhaupt nicht. Ich habe sie mir nur ausgeliehen. Aber ich habe sie 2 Tage lang als meinen täglichen Wegbegleiter genutzt und so meine Erfahrung mit ihr gemacht. Zuerst einmal die blanken Fakten. Die Canon EOS 400D hat einen APS-C-Sensor, der mit 10,1 Megapixel auflöst. Damit erreicht sie eine maximale Bildgröße von 3088 auf 2592 Pixel. Informationen werden über das 2,5 Zoll TFT-Display angezeigt. Die Kamera hat einen ISO-Bereich von 100 bis 1600 im manuellen Modus und eine minimale Verschlusszeit von 1/4000 Sekunde. Außerdem 9 Autofokuspunkte. Einen Videomodus gibt es leider nicht. Die Kamera kann man inklusive des 18 auf 55 mm Kit-Objektives für ca. 100 € auf eBay ersteigern. Die erste Hürde, die mir bei meinem Praxistest im Weg stand, war die Speichermethode. Die Kamera speichert ihre Bilder nicht wie heute üblich auf SD-Karten, sondern auf CF-Karten. Eine CF-Karte ist quasi das gleiche wie eine SD-Karte, nur dass eine CF-Karte etwas größer ist als die SD-Karte. Diese Karten gibt es zwar noch, finden aber hauptsächlich in Profikameras wie zum Beispiel der Canon EOS 1DX Mark II Verwendung. Das heißt, sie sind heute entsprechend schwerer zu finden als SD-Karten. Ich konnte allerdings glücklicherweise noch eine auftreiben. Also kann ich die Kamera jetzt auf Herz und Nieren testen. Das erste, was einem auffällt, ist, dass die Basic-Funktionen, was ein Wunder, sich nicht gerade von den modernen Kameras unterscheiden. Blende, Verschlusszeit, ISO, White Balance, alles lässt sich individuell einstellen. Auch Funktionen wie Shutter und Aperture Priority sind bereits vorhanden und funktionieren weitestgehend auch gut. Der Automatikmodus funktioniert zuverlässig, wobei gelegentlich einfach die falschen Belichtungsentscheidungen getroffen werden. Auch der Autofokus macht seinen Job zuverlässig und für mich persönlich auch schnell genug. Was allerdings extrem nervt, ist der nicht vorhandene Live-View-Modus und das TFT-Display, was bei direkter Sonneneinstrahlung nicht mehr ablesbar ist. Hier seht ihr jetzt die Bilder, die ich mit der Kamera geschossen habe. Alle sind unbearbeitet. Persönlich bin ich sehr zufrieden. Es sind einige sehr schöne Aufnahmen dabei. Die Farben sehen gut aus, die Schärfe ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, 10,1 Megapixel ist jetzt nicht gerade wenig. Und man sieht dabei, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch sinnvoll mit einer älteren Kamera Fotos zu machen. Wofür kann man die Kamera also in 2018 noch benutzen? Natürlich ist die Kamera gut für Einsteiger, da sie mit den um den Dreh rum 100 € nicht gerade schwer auf der Tasche liegt. Das heißt, eine gute Einstiegskamera darstellt, wenn man das Hobby Fotografieren einfach mal ausprobieren möchte.
Und was mir noch eingefallen ist, ist die Stop-Motion-Fotografie, wozu man die Kamera natürlich auch nutzen könnte, sodass sie am Ende sogar doch noch für Videoproduktion geeignet ist. Hi, ich bin's Jonas von JVO Studios. Wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Damit unterstützt ihr nicht nur mich und meinen Kanal, sondern verpasst auch kein neues Video. Ciao!